Herzlich willkommen zu diesem Video. Wunderschön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Weißt du, ich will gleich mit dir direkter in den Kontakt treten. Es ist etwas, was so wichtig ist. Genau jetzt, für diese Zeit. Genau jetzt, wo du hierher gekommen bist. Was ich dir unbedingt ganz tief sagen will. Wenn du dir dein Leben im Moment anschaust, dann siehst du dort Dinge im Außen. Und du spielst sozusagen quasi deine Rolle in so einem ganzen Feld. Du hast deine Arbeit, dein Zuhause, deine Familie, deine Freunde. Du gehst einkaufen vermutlich, kochst oder gehst essen oder lässt dich bekochen, je nachdem, auch Mann oder Frau, beziehungsweise das ist ja auch beides möglich. Und wenn du jetzt so durch deinen Alltag hindurchgehst, wie fühlst du dich? Bist du so voller Freude unterwegs und Leichtigkeit und freust dich auf das Nächste und hier und weißt gar nicht vor lauter Begeisterung, mit was du jetzt als Nächstes am besten anfängst und es kommt von überall unendlich viel Segen auf dich zu. Menschen, die dir schreiben und sagen: „Wow, ich habe dich einfach so lieb und es ist so schön, dass du da bist." Und überall Begegnungen und ganz viel Freude? Oder erfährst du Ärger, Hass, Schwierigkeiten mit anderen Menschen? Die Doofen, die verstehen mich nicht. Einsamkeit. Genau, und du hast jetzt genau deine Nuance. Du hast genau verstanden, was ich meine. Ja, du hast genau verstanden, was ich jetzt gerade da meine. Schau mal da in dein Leben rein und ich bitte dich, werte nicht. Nehme es einfach mal so, wie es ist. Denn das ist ein geheimnisvoller Spiegel für dich. Es ist etwas ganz Wertvolles, wenn du das jetzt einfach mal so wahrnimmst, wie es ist. Die Energien auf der Erde steigen. Und zwar die positiven Energien auf der Erde. Das bedeutet, die Frequenz steigt. Und wenn die Frequenz steigt, zum einen bringt sie natürlich den ganzen Mist hoch, das ist das, was wir sehen. Es ist also nicht eine Erde, die immer furchtbarer und immer schrecklicher wird, sondern sie bringt den Mist hoch, den wir jetzt sehen, der schon längst da war und der in dir selbst auch aufsteigt. Aber nicht, weil weil es jetzt erst viel schlimmer wird. Nein, weil diese höhere Frequenz das hochholt, um es zu entlasten. Und jetzt wirken diese höheren Frequenzen so, dass das, worin du in dir lebst, in deinem Inneren, in deinem Self-Talk, so, wenn du dich nicht beobachtest, ein sehr guter Moment ist, falls du einen Mittagsschlaf machst. Wie wachst du auf? Welche Stimmung und Energie hast du, wenn du aufwachst aus dem Mittagsschlaf und gerade noch so verschlafen da liegst? Ähm, welche Art Gefühl, wenn du einen Film guckst? Was ist dein Untergrundgefühl? Wenn du Auto fährst, wenn du so saugst durch das Haus oder was weiß ich, so normale Alltagsdinge tust. Was sind die Stories, die du dir da erzählst? Die sind essentiell. Wenn diese Stories negativ sind, produzierst du mit diesen Stories eine negative Realität um dich herum.
Wenn diese Stories voller Liebe sind, voller Dankbarkeit für dein Leben, dann produzierst du solch eine Realität um dich herum. Das ist wahnsinnig wichtig zu wissen, dass das, was du aussendest, sich super verstärkt und auf dich zurückkommt. Wir können uns überhaupt nicht leisten, negativ zu denken. Wir können uns nicht leisten, negativ über uns selber zu denken, über unsere Lebenssituation, über unsere vielleicht nicht vorhandenen Finanzen. Wir können uns nicht leisten, negativ zu denken über andere Menschen, über die Weltsituation, über alles. Wir können uns schlicht und einfach negativ denken nicht leisten, weil negativ denken bedeutet, dass wir unglaublich viel mehr davon produzieren und in unserem Außen erschaffen. Ja, wow. Und es ist gleichzeitig so wahnsinnig. Natürlich höre ich jetzt hier ganz viele höre ich: „Ja, aber wie soll ich das? Es ist ja so beschissen. Wie soll ich denn das umdrehen? Ich habe nichts, wofür ich mich freuen kann." Weißt du, wenn ich in meinem Leben an Situationen war, wo ich mich nicht habe freuen können, dann war ich immer noch so in mir gestrickt, dass ich wusste: „Okay, wenn ich mal an so 'nem Punkt bin", das bin ich vielleicht kaum gewesen in meinem Leben. Weil was ich mitbringe, ist eine Frequenz, die das nicht kennt. Aber wenn wir in die ansatzweise in diese Richtung gekommen bin, wusste ich sofort, was ich machen muss. Und zwar, stell dir nur eine schlimmere Situation vor. Wenn du gerade meinst, du hast es wirklich, wirklich schwer in deinem Leben, dann stell dir vor, irgendetwas, was du überhaupt nicht haben möchtest. Du hast einen Unfall und du kannst deine beiden Beine nicht mehr bewegen. Ah ja, und sofort bist du in der Lage, Dankbarkeit aufzubauen. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel, um dich da rauszuholen aus dieser Negativschleife. Du kannst dir vorstellen, du hast kein Wasser zum Trinken oder nur dreckiges Wasser. Stell dir das vor. Das hast du nicht, also kannst du dankbar dafür sein. Du hast nichts zu essen. Weißt du, was das heißt, nichts zu essen haben? Du hast zu essen, ja? Dann sei wirklich tief dankbar dafür. Stell dir vor, du hast kein Dach über dem Kopf. Du musst draußen irgendwo auf der Brücke schlafen und hast nichts. Niemanden und nichts. Das ist nicht deine Situation. Also kannst du wahnsinnig dankbar sein. Das heißt, wann immer du das Gefühl hast, nee, also ich kann aus meiner wahnsinnig schlimmen Situation mich selber nicht herausholen. Ja, es gibt immer eine Situation, die du dir vorstellen kannst, die noch viel schlimmer ist. Und dann bist du dankbar dafür, dass die genau nicht eingetroffen ist und nicht da ist. Ja. Und das ist es, was wir machen müssen. Wach werden und bewusst werden für das, was in uns lebt. Und die negativen Gefühle, Emotionen, Stories, die wir uns innerlich erzählen, die müssen auf positiv gedreht werden. Und wenn dein Verstand denkt, das ist alles Lüge, weil ich kann das nicht empfinden, dann fake it until you make it. Dann tu so, als ob. Ja? Du spielst hier eh nur eine Rolle. Spiele eine positive Rolle. Ja? Wechsel die Bühnenfigur. Ja? Wenn du der ewig mosernde Nichtkönner bist, dann nehme eine neue Rolle an. Dann bist du jetzt der Strahlemann, der, egal was er anfasst, zu einem gigantischen Erfolg bringt. Hey, das ist dein Entschluss. Das ist es, worauf es ankommt. Ja, dein inneres Wesen ist vollkommen. Sowieso. Du spielst hier eine Rolle in dieser Realität mit deinem Körper-Avatar. Und das Tolle in diesem Spiel ist, das, was du aussendest, die ganze Zeit realisiert sich. Ja? Und in diesem Spiel spielst du. Und wenn
du eine Situation von außen hast, die Medien zum Beispiel, die irgendeinen großen Zauber dir erzählen, ja, in dem Moment, wo du den glaubst und sagst: „Oh, und Ärger und die Medien und Wahnsinn und das und die Katastrophe und das Leben und die Wachen“ und so weiter. Und dann, wow, das ist die Energie, die du produzierst und dann machst du die ganze Sache erst echt und dann kommt sie dir auch so richtig entgegen. Aber du kannst genauso sagen: „Wow, die erzählen lauter Geschichten und so weiter.“ Ähm, so, wofür bin ich eigentlich wirklich dankbar? Wofür bin ich wirklich dankbar? Ja, dass ich gehen kann, dass ich reden kann, dass ich atmen kann, dass ich ein Haus über dem Kopf habe und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du anfängst, in die Dankbarkeit zu gehen und du findest die ersten Dinge, dann wird es immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und die ganze Energie geht immer weiter hoch. Und wenn ich Dankbarkeit in mir fühle und je mehr ich die fühle und so kräftiger ich sie fühle, dann kommt die großflächig zurück und kommt zurück und ich finde noch mehr, wofür ich dankbar bin. Und dann gehe ich noch mehr in die Dankbarkeit und kriege noch mehr von dem, wofür ich dankbar bin. Wenn ich in die Liebe gehe, dann kommt die Liebe zurück. Und wenn ich weiter in die Liebe hineingehe, kommt noch mehr Liebe und überall Liebe zurück. Das ist entscheidend. Das ist es, worum es geht. Also, ich wäre auf keinen Fall so schläfrig an der Stelle, irgendetwas zu produzieren von ihnen, was ich nicht haben will. Und das kann ich in meinem Leben sehen. Es ist unfassbar wunderschön, unfassbar reich. Und natürlich, wenn ich in diesem ganzen Reichtum lebe, der mein Leben ausmacht, in dem Sonnenschein, in der Schönheit, im Paradies, dann fühle ich noch mehr von dem und ich erschaffe noch mehr. Und ich habe mich dorthin gebracht von Ihnen über diese Methode. Ja, wenn ich im kalten Winter sitze und ich mag den Schnee und das Wetter nicht. Schau, dass du dir in deinem Raum das so gestaltest, dass du dich wohlfühlst. Dass deine Wände, wenn du Süden magst, wie ich, mit Malediven tapeziert sind, habe ich gemacht. Ja, schau, dass du Farben trägst, die voller Freude dich an die freudigen Dinge erinnert. Schmuck, ja, du kannst alles um dich herum gestalten. Gestalte es so, dass dein Herz anfängt zu lachen. Ja, das ist entscheidend. In jedem Moment. Genieße die Momente. Genieße deinen Kaffee am Morgen beispielsweise. Such die Momente auf, wo du es genießen kannst. Immer, wenn du es genießt, genieße es vollständig. Geh ganz in den Moment rein und fühle, wie diese Energie vom Genuss aus dir herausgeht. Erstens mal wird dein Moment immer reicher und kräftiger. Und gleichzeitig ist es so, dass du anfängst, das im Außen zu erschaffen. Weißt du, natürlich kannst du sagen: „Wow, das ist mir ja viel zu viel Verantwortung und viel zu viel, das kann ich ja gar nicht, kann gar nicht auf das alles achten.“ Ja, das kannst du so sagen. Aber du kannst auch sagen: „Wow, ich habe es in der Hand. Ich bin nicht abhängig.“ Wie toll ist denn das? Ich habe es selber in der Hand. Umgebe dich mit dem, was du liebst und sorge dafür, dass deine Empfindungen, Emotionen positiv sind. Du wirst immer negative und positive Dinge in jedem Augenblick finden. Entlasse alles, was negativ ist und hole alles hervor, was positiv ist. Es ist Magie. Mit diesem Wissen kam ich schon auf die Erde und ich glaube, ich habe das mein Leben lang praktiziert. Auf jeden Fall, mein Mann sagt immer wieder, wir sind jetzt 32 Jahre zusammen. Wow, also bei dir? Also schlechte Laune gibt's bei dir nicht. Ne, gibt's bei mir nicht. Ganz einfach deswegen, weil ich mir das auch gar nicht erlauben würde. Ich würde das
wie sagt man, kommt ist bei mir voll eingebaut. Ich sehe die negativen Dinge gar nicht. Gucke ich also, entlasse ich sofort aus meinem System. Genau, das mache ich. Purification. Ich entlasse die negativen Dinge sofort aus meinem System, ja, dass diese Energien in mir gar nicht ankern können. Meins ist es, worauf es ankommt. Deins ist es, worauf es ankommt. Spiel damit und schau, was passiert. Das solltest du sicher nicht wissen, dass es so funktioniert. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal und ich freue mich total, wenn du deinen Daumen hoch gibst, wenn du mir Kommentare unten drunter schreibst. Schreib mir auch, von wo du herkommst. Und wenn du mein Video teilst an Menschen, wo du spürst, das ist es, was sie jetzt genau hören müssen. Ja, weil das meinen YouTube-Kanal weiter vielen Menschen sichtbar machen lässt und die Nachricht verbreitet. Denn wir sind es, wir haben es in der Hand. Wir sind hier auf der Erde, um jetzt die Erde zu dem schönsten Planeten der Erde zu machen. Ist es nicht so? Darauf wartest du doch schon lange. Fang an in deinem Leben und lass die Kreise ziehen, weil wenn deine Energie rausgeht in dieser Positivität, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen du mitnimmst. Danke, dass du da bist und mir bis hierher zugehört hast und ich freue mich so sehr auf dich das nächste Mal. Hm?